Heute gehen wir noch einmal etwas genauer auf das Pokémon Go Fest 2021 ein. Dass am zweiten Tag des Go Fest alle legendäre Pokémon in Raids zurückkehren, muss ich hier wohl nicht erwähnen, doch allerdings reden wir in diesem Video einmal genauer darüber, welche Pokémon du auf jeden Fall raiden solltest. Doch bevor wir uns in die Liste hineinstürzen, lass doch ein Abo da, falls du den Kanal noch nicht abonniert hast, und vergesst bitte nicht, das Video zu bewerten. Doch reden wir einmal erst ganz schnell darüber, wie das Ganze am zweiten Tag des Go Festes abläuft. Der Stand jetzt ist, dass es 34 legendäre Pokémon gibt, denen ihr in 5er Raids gegenüberstehen könnt. Damit nicht alle Pokémon kreuz und quer in den Raids sind, hat Niantic es so geregelt, dass es von jeder Stunde immer einen anderen Spawn gibt. Als Beispiel jetzt, es gibt eine Windstunde und eine Lavastunde. Doch wir fangen dann auch mit der ersten Stunde an, das ist die Windstunde. Diese geht von 10 Uhr bis 11 Uhr und dann noch einmal von 14 bis 15 Uhr. In der Windstunde finden wir Pokémon wie Boreas in der Tiergeistform, Cresselia, Giratina in der Wandelform, Regigigas, Latios, Latias, Ho-Oh und Mewtwo. Während der Windstunde solltet ihr auf jeden Fall schauen, dass ihr Mewtwo und Giratina Raids macht. Doch jetzt fragt ihr euch bestimmt, warum denn Giratina? Giratina in der Wandelform ist nicht so stark wie seine Urform. Solltest du die Urform allerdings besitzen, kannst du mit dem Giratina in der Wandelform trotzdem Candies ansammeln. Giratina in der Urform, nicht die Wandelform, die während dem Go-Fest kommt, gehört nämlich mit zu den stärksten Geistangreifern. Warum man Mewtwo raiden sollte, spricht ja wohl für sich. Es gehört halt mit zu den stärksten Pokémon und hat einen ultra hohen Angriffswert. In Zukunft bekommt Mewtwo auch noch 2 Mega-Entwicklungen. Doch switchen wir mal zur Lavastunde über und diese geht von 11 bis 12 Uhr und dann noch einmal von 15 bis 16 Uhr. Die Raid-Bosse Yveltal, Demeteros in der Tiergeistform, Reshiram, Heatran, Groudon, Regirock, Entei und Lavados sind so in den 5er Raids. Die beiden Pokémon, auf die ihr euch definitiv konzentrieren solltet, sind Reshiram und Demeteros in der Tiergeistform. Diese beiden Pokémon sind richtige Powerhäuser und Reshiram ist der stärkste Nicht-Mega-Feuerangreifer und Demeteros gehört mit zu den besten Bodenangreifern. Solltet ihr diese Pokémon allerdings nicht bekommen, so könnt ihr alternativ natürlich auch Groudon oder Entei machen. Groudon und Entei sind gute Alternativen, allerdings empfehle ich euch wirklich, schaut, dass ihr Reshiram und Demeteros macht. Nun kommen wir zur Froststunde und diese ist von 12 bis 13 Uhr und dann noch einmal von 16 bis 17 Uhr. In der Froststunde finden wir Kyurem, Palkia, Vesprit, Kyogre, Regice, Lugia, Arctos und Suicune. Hier fällt uns die Auswahl nicht so schwer, denn Kyogre solltet ihr auf jeden Fall raiden, denn es ist der beste Wasserangreifer im gesamten Spiel. Pokémon wie Palkia oder Arctos sind zwar recht cool, aber es gibt immer noch bessere Pokémon, wie als Beispiel als Eisangreifer ein Galaflampivian oder ein Mammutel. Gegenüber Palkia wählt ihr natürlich Rayquaza, dazu kommen wir auch später. Wir sind nämlich jetzt an der Donnerstunde angekommen und hier findet ihr Raikou, Zapdos, Registeel, Rayquaza, Dialga, Voltolos in der Tiergeistform, Xerneas und Zekrom. Die Donnerstunde geht von 13 bis 14 Uhr und dann noch einmal von 17 bis 18 Uhr. Während der Donnerstunde solltet ihr auf jeden Fall schauen, dass ihr möglichst viele Rayquaza und Zekrom Raids macht. Beide Pokémon sind extrem stark, ihr könnt aber auch Voltolos in der Tiergeistform machen, denn Voltolos in der Tiergeistform macht als Elektroangreifer massiven Schaden. Ihr müsst allerdings nicht die Pokémon jetzt hier machen, die ich erwähnt habe. Wenn ihr euren Pokédex füllen wollt, so könnt ihr dies auch tun, doch das ist nur ein gut gemeinter Tipp. Schaut, dass ihr diese Pokémon, die ich eben genannt habe, auf jeden Fall öfter macht, denn ihr werdet sie in der Zukunft als Raid-Angreifer definitiv brauchen. Solltet ihr das Ticket zum Go-Fest besitzen, so bekommt ihr während des zweiten Tages zusätzliche 10.000 EP für jeden Raid, den ihr macht, 10 Raid-Pässe an Arenen, 8 Fan-Raid-Pässe und eine Eventbox mit 3 weiteren Fan-Raid-Pässen. Damit sind wir am Ende angekommen. Ich hoffe, du hast das Video bewertet. Über ein Abo, falls du den Kanal noch nicht abonniert hast, würde ich mich sehr freuen und es ist für dich kostenlos und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video oder beim Go-Fest Livestream wieder.